Die Börsen in Deutschland brennen ein Kursfeuerwerk ab. Sie jubeln über die Einigung von Union und SPD auf ein riesiges Finanzpaket für Infrastruktur und Rüstung. Der DAX steigt wieder über die Marke von 23.000 Punkten. Und die Einzelheiten dazu gleich. Zunächst zum Paket. Union und SPD wollen die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse schon in den kommenden Tagen lockern. Konkret sollen unter die Schuldenbremse nur noch Verteidigungsausgaben in Höhe von 1% des Bruttoinlandsproduktes fallen. Dies ermöglicht eine starke Erhöhung der Rüstungsausgaben, die faktisch nicht mehr gedeckelt werden. Außerdem ist ein 500 Milliarden Euro schwerer Sondertopf zur Modernisierung der Infrastruktur geplant. Dieses sogenannte Sondervermögen Infrastruktur ist auf 10 Jahre angelegt. Das Geld soll unter anderem für das Verkehrs- und Energienetz, Krankenhäuser, Bildungs-, Betreuungs- und Wissenschaftseinrichtungen sowie zur Digitalisierung verwendet werden. Und dazu begrüße ich Carsten Junius, den Chefökonom von Safra Sarasin. Herr Junius, fangen wir an mit dem Rüstungsbereich. Hier gilt künftig die Devise Whatever it takes. Ist es der richtige Schritt, Rüstungsausgaben eben nicht mehr durch die Schuldenbremse zu deckeln? In der aktuellen Situation ist es der richtige Schritt. Ich bin jedenfalls froh, dass wir jetzt so viel Geld in die Hand nehmen, dass wir uns selber verteidigen können. Ich selbst möchte nicht unter Putins Herrschaftsbereiche leben müssen. Und es ist, glaube ich, auch richtig, dass wir uns unabhängiger von den USA machen, was die ja schon lange auch fordern. Das Infrastrukturpaket fällt mit 500 Milliarden Euro auch gigantisch aus. Ist ein Sondervermögen von einer halben Million Euro wirklich nötig? Also das ist die eigentliche Überraschung der ganzen Einigung, dass so viel jetzt auch für Infrastruktur ausgegeben wird. Ich glaube, auch dies ist bitter notwendig. Es wäre sicherlich besser gewesen, so ein Paket schon vor 2 Jahren gehabt zu haben oder in der Zeit nach der Finanzkrise, als die Zinsen noch günstig gewesen sind. Aber ich sage mal, lieber später als nie. Und das sollte vor allem den Unternehmen mehr Vertrauen bereiten und sie dazu veranlassen, hier in Deutschland zu investieren. Es sollte auch gut für die privaten Haushalte sein, die ja enorme Sparvermögen in der letzten Zeit angehäuft haben, weil sie Vorsichtssparen betrieben haben. All das könnte jetzt einen Konjunkturimpuls bringen, einen Vertrauensimpuls bringen, den wir in Deutschland wirklich bitter nötig haben. Wie stark könnte dieser kräftige Konjunkturschub dann ausfallen und wird der Deutschland denn eben wieder auf Wachstumskurs bringen? Ich glaube, dass er uns auf den Wachstumskurs bringt. Ist sicherlich ganz klar, dass sowas nicht jetzt im 2. Quartal, vielleicht sogar noch nicht mal in diesem Jahr wirksam wird. Aber wir setzen die Voraussetzungen für einen Aufschwung dann vielleicht zum Ende des Jahres, in die sicherliche, aber auch 2026. Also die Perspektive zählt und dafür, glaube ich, ist es gute ausgegebenes Geld. Und wie wird sich dieses gigantische Schuldenpaket auf die Staatsverschuldung insgesamt auswirken? Könnten wir vielleicht sogar unsere Top-Kreditwürdigkeit AAA damit aufs Spiel setzen? Nun, ich würde mir über die deutsche Staatsschulden vor allem dann Sorgen machen, wenn wir nicht mehr wachsen. Jetzt sehe ich den Wachstumsimpuls. Ich sehe, dass Investitionen, dass wir stärker investieren, dass damit wahrscheinlich auch die Produktivität wieder etwas anspringt. Insgesamt bin ich dadurch jetzt nicht pessimistischer geworden auf die Nachhaltigkeit der deutschen Schulden, auch wenn sie in den nächsten Jahren erstmal etwas nach oben ansteigen werden. Wenn wir es wieder hinkriegen, dass wir wachsen, dass wir wieder optimistischer werden, dann denke ich, wird sich das über die Zeit dann auch wieder einpendeln. Sagt Carsten Junius. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Gerne. Ja, und dieses gigantische Finanzpaket, das feuert heute eben auch die Börsen an. Der DAX steigt wieder über die Marke von 23.000 Punkten. Um 3,6% geht es nach oben. Viel deutlicher der MDAX, die zweite Reihe. Also hier sehen wir ein Plus von 5,6% und auch der SDAX mit einem kräftigen Aufschlag wie gesehen. Vor allem profitieren die Bauaktien eben von der Aussicht auf dieses gigantische Infrastrukturpaket von 500 Milliarden. Heidelberg Materials im DAX der größte Gewinner
Biotech-Gewinner mit 14,8%, Bilfinger mit 22% und Hochtief eben auch eine Baufirma mit 13,7% gefragt. Die Rüstungsaktien, die hatten ja schon einen gigantischen Lauf in den letzten Wochen, eben mit der Aussicht auf ein Sondervermögen. Da wurden ja immer 400 Milliarden gehandelt als Sondervermögen. Jetzt aber die Schuldenbremse, die ausgesetzt wird für Rüstung. Und es gibt hier quasi keine Obergrenze. Deswegen gibt es weiter Aufwind auch für die Rüstungsaktien. 4,3% bei Rheinmetall, Hensoldt 8,6% und Renk mit einem Aufschlag von 7,4%. Es profitieren auch die Bankaktien, denn die Renditen, die Anleiherenditen, sie steigen heute von etwa 2,5% auf 2,7% für 10-jährige Bundesanleihe. Und das ist das eine. Von höheren Zinsen profitieren die Banken. Und auf der anderen Seite profitieren sie natürlich von der Aussicht, dass diese Staatsschulden auch an den Markt gebracht werden. Und das sind natürlich auch weitere Geschäfte für die Banken. Deswegen über 10% Deutsche Bank und Commerzbank im Plus. Leiden, das sehen wir heute bei den Immobilienwerten, denn die leiden vor allem eben unter diesen gestiegenen Zinsen. Sie sind ja zum großen Teil hoch verschuldet und deswegen gibt es hier deutliche Abschläge. Vonovia im DAX, der größte Verlierer mit 6% und im MDAX geht es für LEG, Deutsche Wohnen, TAG und Aroundtown überall deutlich nach unten. Ja, und dann gab es heute auch noch andere Nachrichten, Unternehmenszahlen. Bayer erwartet zum Beispiel nach dem Ergebniseinbruch im vergangenen Jahr auch 2025 keine Besserung. Der bereinigte operative Gewinn dürfte auf 9,3 bis 9,8 Milliarden Euro sinken. Bereits 2024 sank das Ergebnis um 13,5% auf 10,1 Milliarden Euro. Im vierten Quartal brach er sogar um mehr als ein Fünftel ein. Vorstandschef Bill Anderson betonte, 2025 sei ein zentrales Jahr für Bayer. Es sei das zweite Jahr des Turnarounds und werde finanziell das herausforderndste. Eine Verbesserung erwartet der Konzern erst ab 2026. Und die Bayer-Aktie, die drehte nach einem etwas schwachen Start dann ins Plus. Und aktuell sehen wir einen Aufschlag von 2,4%. Der Sportartikelkonzern Adidas will Weltmarktführer Nike in diesem Jahr weitere Marktanteile abnehmen und den Gewinn noch ausbauen. Während Nike mit sinkenden Umsätzen kämpft, stellte Adidas bereinigte Umsatzzuwächse von mindestens 10% für das laufende Jahr in Aussicht. Das Betriebsergebnis soll sich um rund 30% verbessern. Das heißt, dass wir weitere Fortschritte auf unserem Weg zu einem gesunden Unternehmen mit einer operativen Marge von 10% machen werden, sagte Vorstandschef Björn Gulden. Das hat sich Adidas bisher für 2026 vorgenommen. Und für die Börse waren die Prognosen nicht gut genug. Deswegen ist die Adidas-Aktie erstmal im Minus gestartet, dreht jetzt aber leicht ins Plus mit 1,2%, aber eben deutlich schwächer als der DAX unterwegs.